Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch einmal alles zeigen, was ihr wissen müsst, damit ihr den Sven Slayer in Hypixel Skyblock leveln könnt. Angefangen bei den Level 1er und 2er Bossen, diese solltet ihr bereits schaffen, wenn ihr eine günstige Drachenrüstung habt, wie beispielsweise eine Unstable Rüstung. Als Schwert würde gegen den Level 1er und 2er Boss ein Aspect of the End vollkommen ausreichen. Für den Level 3 Boss würde ich euch raten, dass ihr den 2er Boss so lange grindet, bis ihr Level 3 beim Sven Slayer seid, da er dann das Schamanenschwert freischaltet und mit dem Schamanenschwert und einer besseren Drachenrüstung, wie beispielsweise einer Strong-Rüstung, sollte es möglich sein, den 3er Boss zu besiegen. Natürlich könnt ihr auch ein Aspect of the Dragons für den 3er Boss verwenden, wenn ihr bereits eins habt. Um den 4er Boss zu besiegen, würde ich euch raten, dass ihr den 3er Boss so lange grindet, bis ihr Level 4 beim Sven Slayer seid, da er dann die Mastiff-Rüstung freischaltet. Mit der Mastiff-Rüstung und dem Schamanenschwert ist es auch möglich, den Level 4 Boss zu besiegen, aber das ist schon etwas anspruchsvoller. Bei den Verzauberungen für die Mastiff-Rüstung solltet ihr unbedingt Growth 5 haben, Protection ist aber nicht ganz so wichtig, da das Set sowieso dafür sorgt, dass ihr keine Defense habt. Auf die Brustplatte solltet ihr aber unbedingt auch noch True Resistance machen, das ihr für 900.000 Coins in der Holding Cave beim Old Shaman Nico kaufen könnt. Wem das Schamanenschwert zu schwach ist, der kann natürlich auch ein Aspect of the Dragons verwenden, um mit der Mastiff-Rüstung 4er Bosse zu besiegen. Wenn ihr dann lang genug gegrindet habt, dass ihr Level 6 beim Sven Pact Master erreicht habt, solltet ihr auf jeden Fall euer Schamanenschwert zu einem Purschwert upgraden, da das Purschwert gegen Wölfe in Kombination mit der Mastiff-Rüstung sehr viel Schaden anrichtet, womit ihr die Bosse deutlich schneller besiegen könnt. Bei den Verzauberungen für das Purschwert gibt es noch zwei Besonderheiten, denn neben den Standardverzauberungen, die man beispielsweise auch auf einen Aspect of the Dragons machen würde ich euch raten, dass ihr auf das Schwert auch Critical 6 macht, denn dadurch habt ihr mit der Mastiff-Rüstung noch mehr Leben. Manche machen auch noch Cleave auf ihr Purschwert, um die kleinen Wölfe zu besiegen, die der Boss spawnt, wenn er Half-Life ist. Ich persönlich habe das aber nicht auf meinem Purschwert, aber wenn euch die kleinen Wölfe zu sehr nerven, könnt ihr ja auch Cleave benutzen. Man kann den 4er Boss natürlich auch mit einer Superior Rüstung besiegen, als Schwert könnt ihr dort entweder das Purschwert oder ein Aspect of the Dragons verwenden. Ich selber mache mit der Superior Rüstung und dem AOTD mehr Schaden an den Wölfen. Natürlich könnt ihr aber auch ein 50 Millionen Midas Sword oder ein Emerald Blade mit genügend Coins in der Purse verwenden, um den 4er Boss zu grinden. Bei den Tränken reicht es für den 1er und 2er Boss komplett aus, wenn ihr günstige Tränke benutzt, mit denen ihr den Boss schneller spawnen und töten könnt. Ab dem 3er Boss wäre es schon ratsam, einen True Resistance Trank und einen Dodge Trank zu verwenden, um weniger Schaden vom Boss zu bekommen. Die True Essence, die ihr braucht, um den True Resistance Trank zu bauen, bekommt ihr auch in der Holding Cave, wo man True Protection kaufen kann. Aber spätestens wenn ihr 4er Bosse grindet, solltet ihr auch Magic Find Tränke benutzen, um eine höhere Chance auf wertvolle Drops von dem Boss zu haben. Kommen wir nun zu den Pets. Als Pet reicht für den Anfang ein Common Enderman Pet aus, um mehr Crit-Schaden zu machen. Manche benutzen auch einen Rock Pet oder eine Schildkröte gegen den Wolf-Boss, um kein Knockback von dem Wolf zu bekommen, da dieses mitunter ziemlich nervig sein kann, und das Rock Pet gibt einem sogar noch zusätzlich True Defense. Das Silberfisch Pet gibt einem zwar auch mehr True Defense, aber die anderen Stats bis auf das extra HP helfen einem jetzt nicht so viel beim Bekämpfen vom Sven Pact Master. Aber das mit Abstand beste Pet für Wölfe ist das Wolf Pet, weil er zu einem, damit die Wölfe schneller grinden könnt wegen dem Bonus Combat XP, und der Wolf sorgt sogar auch noch dafür, dass er weniger Schaden von den Wölfen bekommt, und zusätzlich gibt euch das Pet sogar auch noch True Defense. Und da das Wolf Pet euch auch noch Crit Damage gibt, habt ihr, wenn ihr die Mastiff-Rüstung anhabt, sogar noch mehr Leben, da man ja pro 1% Crit Damage 50 mehr HP mit der Mastiff-Rüstung bekommt. Natürlich kann man auch die schwarze Katze verwenden, um ein Magic Find und Petluck zu haben, während man Wölfe grindet. Kommen wir nun zu ein paar allgemeinen Tipps. Um Wölfe zu grinden gibt es ja zwei Orte, die Ruine im Hub und den Holding Cave im Park. Persönlich bin ich etwas schneller mit dem Boss-Spawn in der Holding Cave, aber der zeitliche Unterschied ist jetzt nicht so groß. Ich würde euch aber trotzdem eher raten, dass man Wölfe in der Holding Cave grindet, da man dort mehr wertvolle Sachen von den Wölfen bekommen kann. Denn in den Ruinen kann man nur das Houndpad und den Wolf-Talisman von den Wölfen bekommen. Im Holding Cave habt ihr aber die Chance auf das Houndpad, einen Weak Wolf Catalyst und einen 50% Foraging XP Boost. Und ich persönlich hatte auch noch nie das Problem, dass zu viele Leute in der Höhle Wölfe gegrindet haben, und wenn dort doch zu viele Leute sind, kann man auch einfach schnell eine andere Lobby suchen. Und wenn ihr nicht jedes Mal extra TNT benutzen wollt, um in den Holding Cave zu gelangen, gibt es auch noch einen Trick. Dafür benötigt ihr ein Pferd oder ein anderes reitbares Pet, dann stellt ihr euch direkt an die Wand, wo man eigentlich TNT benutzen müsste, und dann spawnt man das Pferd, und wenn man sich dann auf das Pferd setzt und nach vorne läuft, kann man einfach durch die Wand gehen.
Den Tipp, den wohl die meisten kennen, ist, dass man Wölfe am besten im Wasser bekämpfen sollte, da sie dann nicht die ganze Zeit an einem dran stehen und extrem viel Schaden machen und der Knockback auch nicht so extrem nervig ist, wodurch ihr deutlich sicherer und entspannter den Sven Packmaster besiegen könnt. Wenn ihr trotzdem Probleme mit dem Boss habt, da der Teich in der Holy Cave oder die beiden Seen in den Ruinen euch zu klein sind, gibt es auch noch einen Trick, den ihr im Hub benutzen könnt. Dafür killt ihr so viele Wölfe, bis euch nur noch einer fehlt, und für den letzten Wolf nehmt ihr euch eine Leine und leint den Wolf an, und zusammen mit dem Wolf geht ihr dann zu dem größeren See am Fuße des Berges, und dort habt ihr auch deutlich mehr Platz, um den Boss im Wasser zu bekämpfen. Den nächsten Trick kann man eigentlich bei jedem Slayer anwenden und der nennt sich Boss Train. Aber bei Wölfen lohnt sich dieser Trick am meisten, da Wölfe am längsten brauchen zum Spawnen. Um einen Boss zu traden, braucht man einen Freund und ihr macht es dann einfach so, dass euer Freund euren Boss killt, damit er Combat XP bekommt, um seinen Boss schneller zu spawnen, und ihr killt den Boss von eurem Freund, um euren nächsten Boss schneller zu spawnen. Somit könnt ihr in viel kürzerer Zeit den Wolf Slayer leveln, der zu einem den Boss schneller besiegt, wenn 2 Leute draufhauen und die Zeit viel geringer ist, die ihr benötigt, um den Boss zu spawnen. Ansonsten waren das auch schon alle Tricks, die ich momentan rund um den Sven Packmaster in Hypixel Skyblock kenne. Wenn ihr noch einen Tipp kennt, schreibt ihn mal gerne in die Kommentare und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.